frage mich wirklich, wie lange diese Opfernoten durchgehalten haben. Langsam ist ungemütlich, ne? Ja, Mann. Meine Hände sterben gleich ab, Alter. Als nächstes machen wir uns dran, das Boot nun umzubauen, damit es wieder bewohnbar ist oder man halt damit fahren kann. Dafür stehen heute auf jeden Fall der Wassertank an. Der muss sauber gemacht werden, das geht gar nicht, wie das aussieht. Die Heizung muss umgebaut werden, damit man es halbwegs warm hat. Auch nun im Neujahr, es ist ja noch kein Sommer. Ab April kommt das Boot ja ins Wasser und ab dann werde ich ja schon darin wohnen. Dementsprechend ohne Heizung wird das ein bisschen kalt. Aus diesem Grund ist das sehr wichtig, damit es funktioniert. Seit dem letzten Video ist schon einiges passiert. Mit der Wassertankreinigung haben wir bereits begonnen, jedoch ist die Sauberkeit noch nicht zufriedenstellend. Im Salon stehen noch weitere Aufgaben an. Den Schreibtisch haben wir bereits so zurückgebaut, dass der gesamte Tisch keinen Versatz mehr hat. Nach einigem Rumprobieren mussten wir feststellen, dass die Dieselheizung nicht mehr funktioniert. Da wir uns nicht sicher sind, woran es liegt, werden wir die Glühkerze und die Dieselpumpe wechseln. Des Weiteren wird der Innenraum gereinigt und eine neue Düse eingesetzt. In dem Loch ist die Heizung eingebaut gewesen. Dass es sehr umständlich ist, dort dran zu kommen, muss ich glaube ich keinen erzählen. Dann beginnen wir mal mit dem Wassertank. Mit einem Schrubber macht sich das wirklich am einfachsten. Der Dreck ist sehr hartnäckig. Mit einem Dampfreiniger habe ich das auch probiert, aber da bin ich mir nicht mal so sicher, ob das überhaupt was gebracht hat. Mit Chemikalien muss man hier auch vorsichtig sein. Immerhin putzt man später mit dem Wasser auch seine Zähne. Trinken werde ich das nicht aus dem Tank. Der Yachticon Pura Tankreiniger wird aber auch noch etwas geholfen haben. Hier beim Wassertank kommen wir ganz gut voran. Also das sieht jetzt wieder halbwegs verwendbar aus und wahrscheinlich bleibt es jetzt erstmal so. Das habe ich jetzt erstmal etwas freigeschrubbt, dass die Bakterien weg sind. Und andauernd schwarzes Wasser haben wir da rausgepumpt. Ob der Wasserkreislauf hier insgesamt noch halbwegs dicht ist, wissen wir auch nicht, aber das wird sich von noch herausstellen. Dabei ist uns auch aufgefallen, dass von den Wänden ab und zu Wasser raustropft. Hier waren so eine komischen Holzpaneele drüber geschraubt, die komplett marode und vergammelt sind. Die haben wir jetzt natürlich mal abgenommen und gesehen, dass darunter eine Aluschiene ist. Die zieht sich einmal komplett von vorne vom Boot bis nach hinten durch zu der hinteren Wachskiste, wo die Gasflasche untergebracht ist. Und die ist wohl schon seit 50 Jahren da drin. Sieht jetzt hier auch nicht so schön aus, aber wenn man die anfasst, merkt man, dass die brutal kalt ist. Wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass das Wasser einfach bloß Kondenswasser ist. Was auch erklärt, warum die ganze Leiste, die überall hier im Boot angebracht ist, da sind überall Holzleisten drüber, alle sind nass, alle sind vergammelt und alle sind eklig. Also die müssen alle ab. Und wahrscheinlich liegt es wirklich bloß an dem Kondenswasser. Das hoffen wir jetzt zumindest. Aber es gibt auch keine Indizien dafür, dass hier irgendwo Wasser rauskommt. So besonders. Also wird das wahrscheinlich doch ein kleineres Problem sein, aber man muss diese Holzleisten öfter mal tauschen. Gerade auch hinten im Schlafzimmer, sage ich mal, oder in der Kapitänskajüte sind die auch so weit vergammelt, dass da sich schon ein bisschen Pelz drauf gebildet hat. Das ist natürlich weniger schön. Das hier ist auch ganz interessant. Und zwar ist das der Füllstandsmesser von dem Wassertank hier unter mir. Das ist so eine simple Technik, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Und zwar gibt es ganz verschiedene Anschlüsse. Und jeder Anschluss bildet einen Kreislauf, wenn man den Knopf betätigt, sodass angezeigt wird, ja, es besteht eine Verbindung oder es besteht ein Stromkreislauf und es besteht kein Stromkreislauf. Wenn ein Stromkreislauf besteht, leuchtet die olle Lampe und wenn nicht, dann nicht. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Anschlüsse und 7 Kabel. Also... Dass es so einfach ist, hätte ich nicht gedacht. Aber gut, alte Technik und viel kaputt gehen kann daran wahrscheinlich nichts. Die Feuerlöscher müssen natürlich auch alle mal getauscht werden. Die meisten Exemplare haben immerhin schon einige Jahrzehnte hinter sich. Uns hat es sehr interessiert, wie es eigentlich unter der Dusche aussieht. Damit das Wasser von dort ablaufen kann, muss es herausgepumpt werden, da sich der Fußboden unter der Wasserlinie befindet. Um die Leitung der Abwasserleitung überprüfen zu können, hat Dad eine Endoskopkamera mitgebracht. Viel schlauer sind wir daraus aber nicht geworden. Und so vergeht die Zeit hier beim Arbeiten an Land wie im Flug. Gefühlt wartet hinter jeder Ecke eine neue Baustelle. Naja, wie war nochmal das gute Sprichwort? Segeln ist wie unter der Dusche stehen und Geldscheine zerreißen. Am liebsten würde ich gern sofort das Deck abschrubben, um zu sehen, wie das Boot unter der Dreckschicht aussieht. Aber bei den Temperaturen im Winter macht es keinen Sinn.
frage mich wirklich, wie lange diese Opfernoten durchgehalten haben. Nach wie langer Zeit die so scheiße aussehen. Eine sehr wichtige Baustelle haben wir bisher noch ganz außer Acht gelassen. Das Unterwasserschiff. Bevor wir da irgendwas dran machen können, muss erstmal ein ausreichendes Klima zum Streichen vorhanden sein. Da es noch Winter ist, geht das also nicht, aber wir können die Opfernoden demontieren und neue organisieren. Ich hätte nie gedacht, dass es so viele Arten von Opfernoden gibt. Es ist jedenfalls abhängig vom späteren Fahrtgebiet, aus welchem Material die Anoden gefertigt sein sollen und aus welchem Material das Boot besteht. Es ist aber auch kein Hexenwerk. Eine Opfernode besteht immer aus einem unedleren Metall als der zu schützende Werkstoff und oxidiert für diesen. Dabei muss es in Kontakt mit dem edleren Metall stehen. Dann führen wir uns noch das Rig zu Gemüte. Die ganzen Leinen sind durch das jahrelange Stehen sehr dreckig und zugewachsen. Die Muster sind größtenteils nicht mehr erkennbar. Aus diesem Grund will ich das laufende Gut, so gut es geht, gegen eine Platzhalterleine tauschen und waschen. Der Niederholer sieht auch wirklich nicht mehr gut aus. Auf langer Sicht sollte ich mir vielleicht mal überlegen, einige Leinen zu ersetzen. Bei der Arbeit können wir auch gleich Defekte am Rig erkennen. Uns ist aber nichts aufgefallen. Ich kann es kaum erwarten, mit der Shanty zu segeln. Im Laufe der Zeit hat sich das Wetter richtig verschlechtert. Wir haben es nicht mal mehr geschafft, das Fockfall zu wechseln. Und du denkst dir nur so, alles für die Aufnahme. Alles für die Aufnahme. So, ach, das Wetter ist gar nicht scheiße, aber sieht bestimmt gut aus. Langsam ist ungemütlich, ne? Ja, Mann. Meine Hände sterben gleich ab, Alter. So schlimm. Ja, Mann. Sie sind komplett totgefroren. Als nächstes räumen wir die Kajüte hier vorne voll mit dem ganzen Kram von da hinten, denn morgen ist es soweit. Der Motor wird jetzt endlich repariert. Aber zuerst muss die vordere Kajüte voll werden mit dem ganzen Kram von da hinten. Mal gucken, ob das hier gut reinpasst. Der Wassertank ist jetzt endlich sauber und macht keinen Stress mehr. Dementsprechend wäre fast das Vorderschiff abgeschlossen, wenn da nicht diese hässlichen Aluminiumleisten wären, die noch so ein kleines Problemkind sind, aber das ist eigentlich auch schnell zu beheben.